Guten Morgen, Leute. Es ist 4:30, also noch gefühlt mitten in der Nacht. Zumindest ist es draußen noch stockdunkel. Ja, und man könnte meinen, jetzt fliegen wir vielleicht irgendwo hin. Aber ich würde sagen, seht doch mal selbst. Viel Spaß beim Video. So, ihr seht, wir sitzen im Auto, denn Mautstrecke auch. Und ihr wisst, was das heißt. Nein, es geht nicht nach Frankreich, so wie letztes Jahr, wo es auch ständig Maut geht, sondern es geht für uns nach Slowenien. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich nehme euch so ein bisschen hier mit auf unsere Reise, denn ja, es ist so schön, die Reise ist das Ziel und ja, wer weiß, was man so für interessante Dinge sieht. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel Quatsch. Los geht's. Ist das nicht ein wunderschöner Sonnenaufgang und vor allen Dingen sind das nicht wunderschöne Bilder? Ja. Wir benutzen ja hier jetzt unsere neue DJI Osmo Action Cam und das heißt, wir nehmen jetzt in 4K auf. Das ist doch toll, oder? So, ein Viertel der Strecke ist schon geschafft und jetzt geht es erstmal auf den nächsten Rastplatz und eine kleine Pause machen. Toilette, Frühstück haben wir auch noch nicht gehabt. Ja, und dann geht es wieder weiter. Also, das Wetter ist nicht auf unserer Seite heute. Wir wollten jetzt eigentlich Richtung München fahren und vor München nochmal kurz Pause machen und dann auf die A8 Richtung Salzburg. Die ist aber jetzt durch Starkregen überschwemmt und wohl die ganze Region hatte so ein bisschen Probleme mit. Deswegen fahren wir jetzt eine Umleitung über Regensburg und machen da eine kurze Pause. Ja, und dann gucken wir mal, inwiefern wir in Salzburg durchkommen, denn über Salzburg müssen wir trotzdem. Einfach aus dem Grund, weil wir eben da über die Autobahn nach Slowenien müssen. Ja, mal sehen. So, da vorne seht ihr noch meine Maske. Wir waren gerade noch mal schnell in die Regensburger Arkaden, haben da eine Kleinigkeit gegessen, ja, haben wir ein bisschen Pause noch gemacht, nochmal auf Toilette und jetzt geht's Richtung Salzburg und eben haben wir noch einen Artikel gelesen, in dem stand, dass der deutsche Wetterdienst ja zurzeit die höchste Wetterwarnstufe dort hat mit Regen und Wind und ja, also es bleibt noch spannend. So, einmal noch kurze Pause hier in Bayern, bevor es jetzt bei Salzburg über die Grenze geht. Und ihr seht, wir haben hier die Halterung für die Actioncam schon abgebaut, denn in Österreich ist es tatsächlich gar nicht erlaubt, mit einer Dashcam, also mit so einer Unfallkamera,
oder eben mit einer Mini-Kamera, also hier dieser Action-Cam, zu filmen. Das muss man bei der Datenschutzbehörde dort beantragen. Also sogar teilweise noch strenger als hier in Deutschland. Ja, naja, aber wir filmen dann vielleicht mal so ein bisschen und dann erzähle ich immer noch ein bisschen was. Wow, das ist ja spektakulär. So, noch ungefähr 10 Kilometer bis zur Grenze und das heißt für mich jetzt Kamera aus und zumindest an der Grenze mal so ein bisschen wegpacken. Ja? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Österreich wieder. So, zack, 10 Minuten später und wir sind in Österreich. Ging ja nicht ganz easy. Österreich ist ja auch in der EU und das heißt natürlich, dass für uns vorteilhaft ist, weil wir als EU-Bürger natürlich jetzt keine großen Grenzkontrollen brauchen. Ist das nicht ein toller View hier von diesem Rastplatz oder wie heißt es? Doch, Rastplatz, genau. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall hier auch mal von der Strecke einmal abzufahren. Ne, man muss hier natürlich immer Maut bezahlen, aber was jetzt so auf den ersten Metern hier auf der Autobahn ziemlich blöd ist, finde ich, ist, dass man so Schallschutzwände hat auf beiden Seiten und das war's. Und dann kann man mal so ab und zu die Berge sehen, aber auch nicht mehr. Mal gucken, ob das jetzt im Verlauf der Fahrt noch besser wird. Also wow, ich muss sagen, ich bin richtig fasziniert hier. Man fährt durch so einen, keine Ahnung, 6 Kilometer Tunnel und die Landschaft verändert sich total, das Wetter verändert sich total. Ich meine, guck mal nach draußen. Ja, hier scheint schon fast wieder die Sonne. Vorhin hat es noch geregnet, also wirklich faszinierend. Ich kann es nicht glauben, die Sonne scheint. Wer hätte das vorhin noch gedacht, als wir da
in Bayern die ganze Zeit im Starkregen rumgefahren sind und es Autobahnüberschwemmung gab. Ja. Und ich meine, guckt euch das bitte an. Pure Sonne. Hier gerade das Auto mit den zwei Vorderrädern fehlt, also von den Fahrrädern. Vielleicht habt ihr schon gesehen. Wir haben tatsächlich auch wieder unsere Fahrräder mit, ja, wie auf Jersey letztes Jahr. Hat es irgendwie so ergeben. Das heißt, wir machen jetzt auch wieder einen richtigen Roadtrip. Ja? Also nicht nur mit dem Auto, sondern geht es auch noch mit dem Fahrrad weiter. Und vielleicht noch ein bisschen auf dem Fluss. Mal gucken. Der Tunnel hat es auf jeden Fall erstmal schlimmer gemacht. Guckt euch das mal an. Hoffentlich regelt es in Slowenien vielleicht nicht. Ja, wir hoffen auf den Karawanken-Tunnel. Der ist übrigens 7,9 Kilometer lang.
muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr schön. Neu und renoviert, Licht an. Ja, hier hat man einen wirklich schönen Esstisch. Dann hat man hier einmal eine Küchenzeile, ne, mit einem Kühlschrank natürlich. Sogar mit Induktionskochfeld. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sogar Spülmaschine. Da ist der Müll. Pfannentöpfe. Ja, also alles, was man braucht. Dann haben wir hier Licht an. Einmal die Toilette. Dann haben wir hier ein wirklich sehr modernes Schlafzimmer. Und hier liegt die Dusche, ja, mit einem sehr schönen Waschbecken, wie ich finde. So, und dann, wenn wir hier nochmal reinkommen, Sofa, ein Flachbildfernseher. Ja, wer es dann nicht zusammen aushalten kann. Er hat hier auch noch ein Doppelbett und jetzt kommt, was ich finde wirklich toll ist, nämlich der Balkon. Hat man jetzt nicht so die beste Aussicht hier auf Leet, aber ja, ich würde sagen, ist auch toll, wenn man draußen sitzen kann. Ja? Berge hat man da im Hintergrund und bis zum See sind es auch nur ein paar 100 Meter. Naja, hört sich ein bisschen viel an, aber geht, glaube ich. Ja, und mal gucken, was wir jetzt gleich noch machen. Wir haben es jetzt, mein Akku ist hier leer. 6:30. Also wir haben jetzt schon so 11-12 Stunden Fahrt hinter uns. Gucken, ob wir gleich noch ein bisschen zum See gehen, mal gucken, ob wir kochen, ob wir noch ein bisschen einkaufen. Alles hier um die Ecke. Ja, also ich würde sagen, so, dann fahren wir jetzt nochmal in die Stadt. Einkaufen, vielleicht den See angucken. Mal gucken. So, fertig eingekauft. Bei Aldi gibt es ja auch, Lidl gibt es hier, habe ich ja eben auch schon gesagt, ist ja egal. So, jetzt erstmal wieder zurück ins Apartment. Nee? Okay, dann nochmal an den See, würde ich sagen. Hier vom dran langfahren am See, muss ich sagen, erster Eindruck, sehr, sehr touristisch, aber schon ganz nett, ne? So ein kleiner See hier mitten in den Bergen. Ja, mal gucken, was wir dann morgen machen. Das hat jetzt auch nicht groß noch Sinn, jetzt hier rum zu eiern. Und dann fahren wir jetzt gleich erstmal zurück ins Apartment. So, wieder zurück in der Ferienwohnung und ich koche jetzt mal eins meiner liebsten Pasta-Rezepte, nämlich Pilzpasta in einer hellen Soße. Ja, und übrigens, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber ich habe auch einen Kochkanal, den verlinke ich euch mal unten und hier oben in der Ecke, ja genau da oder auf der anderen Seite kann auch sein, da findet ihr dann den Link zum Video mit dem genauen Rezept. Sieht das nicht lecker aus? So, jetzt essen wir es.
So, das hat doch sehr gut geschmeckt. Jetzt muss ich hier noch mal ein Puschel ein bisschen zurückmachen. Ja, und ich würde sagen, das war's dann erstmal jetzt für dieses Video. Wir haben euch heute den ganzen Tag hier mit auf die Fahrt genommen, auch durch die Alpen. Jedenfalls denke ich, reicht das dann auch für dieses Video. Ja, und wir sind jetzt noch 6 Tage hier in Slowenien und Österreich so ein bisschen unterwegs. Wissen noch nicht so ganz genau, was wir machen, aber wir sind auf jeden Fall hier in Bled und dann nochmal an der Küste wahrscheinlich. Aber das kommt dann alles als extra Video. Ja, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen hoch nicht vergessen und natürlich abonniert auch den Channel, denn das hilft uns natürlich, das Ganze hier weiter auszubauen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bzw. im nächsten Video und tschüss.